ihr Lieben, heute gibt es wieder ein leckeres Rezept mit den Pfifferlingen, die meine Mama uns aus Finnland mitgebracht hat. Gerade ist Hochsaison in Finnland und ich bekomme viele Fotos zugeschickt mit verschiedenen Pilzen und deswegen habe ich Lust auf Pfifferlingssuppe bekommen und heute gibt es so eine cremige Pfifferlingssuppe. Die Suppe ist schnell und einfach gemacht und es schmeckt nach Herbst. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Bevor du mit dem Rezept anfängst, wenn du trockene Pfifferlinge verwendest, wie ich, solltest du erst die Pfifferlinge mit Wasser bedecken und eine Stunde stehen lassen. Jetzt ist eine Stunde vorbei und die sehen so aus und ich kann mit dem Rest anfangen. Für das Rezept außer Pfifferlinge brauchst du auch noch Zwiebel, Knoblauch. Ich habe nur ein Knoblauchzeh, weil es relativ groß ist, aber du kannst auch 1 bis 2 nehmen. Dann habe ich Olivenöl, Salz und Pfeffer zum Würzen, Mehl, Butter und Milch für die Basis, die cremige Basis für die Suppe. Und ich denke, ich werde noch etwas getrocknete Thymian zum Würzen nehmen und beim Servieren dann etwas frische Petersilie. Jetzt als erstes werde ich den Zwiebeln und Knoblauch schälen, fein hacken und leicht anbraten. Den Zwiebeln mit Knoblauch nur leicht anbraten, so dass es nur etwa Farbe bekommt, dann auch die Pfifferlinge dazugeben, ohne Wasser und noch 3 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten und dann vom Herd nehmen. So, jetzt nach 5 Minuten sieht es so aus, die Pfifferlinge sind leicht gebraten mit den Zwiebeln und die haben ein ganz schönes Aroma durch diese extra Schritt durchbraten. Jetzt werde ich dann die cremige Basis für die Soße zubereiten. Erst gebe ich Butter in meinen Topf und lasse es komplett schmelzen. Dann, wenn das Butter komplett geschmolzen ist, das Mehl auch dazugeben, gut vermischen und etwa 2 Minuten braten lassen. Dann kriegt es eine schöne nussige Aroma und erst danach Milch nach und nach dazugeben und beim ständigen Rühren erhitzen, bis es schön cremig wird. So, jetzt ist es schön cremig geworden und ich zeige dir, wie du das testen kannst. Erstmal bleibt es so am Rand der Topf und du wirst das auch merken. Und du kannst noch zusätzlich mit dem Holzlöffel testen. Und wenn es so cremig auf dem Holzlöffel bleibt, dann heißt es, dass die Basis fertig ist. Jetzt gebe ich dann auch die Pfifferlinge dazu. Und diesen Pfifferlingswasser brauchen wir auch, nämlich das wird unser Brühe. Und ich werde erst damit meine Pfanne abspülen. So kriege ich alle Geschmäcker, die in der Pfanne geblieben sind, auch mit. Danach auch ins Topf geben und das Ganze gut vermischen. Und dann noch mit Salz und Pfeffer würzen und etwas getrockneter Thymian, wenn du magst. Wieder kurz vermischen. Und jetzt stelle ich es wieder auf dem Herd und lasse es auf niedrige Hitze etwa 5 bis 10 Minuten langsam köcheln, bis es schön cremig wird und dann ist die Suppe fertig. Ganz wichtig, die letzten 5 bis 10 Minuten beim Köcheln die Suppe auch ständig rühren. Dann, wenn die Suppe schön cremig geworden ist, nach diesen 10 Minuten, ich habe es noch 10 Minuten geköchelt, ganz wichtig, probieren, so dass es genug Salz und Gewürz hat, dann nach Wunsch noch nachwürzen und danach würde ich die Suppe noch ungefähr 30 Minuten ruhen lassen, so dass die Geschmäcker noch intensiver werden und dann warm servieren. Aber erst Geschmacksprobe. Sehr lecker, sehr cremig, hat ein schönes Pfifferling-Geschmack
braucht kein Salz mehr. Ich habe aber schon beim Kochen etwas Salz dazugegeben. Und ich freue mich schon auf die Suppe. Und so ganz schnell ist die Suppe fertig und du kannst die Suppe einfach so servieren oder mit etwas saurer Sahne. Ich habe dazu noch gegrilltem Brot gemacht. Wir lieben in Finnland Roggenbrot und ich habe hier auch in der Nähe beim Bäcker einen sehr leckeren Roggenbrot gefunden. Und zu dieser Suppe habe ich den Brot leicht auf dem Kontaktgrill gegrillt und es gibt den Brot dann einfach so zur Suppe. Aber du könntest diesen gegrillten Brot noch mit Knoblauch leicht anreiben, um dem Brot etwas Knoblaucharoma zu geben oder mit Öl bepinseln oder mit Butter servieren. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht die Daumen nach oben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.